Oh mein Gott. Alter, bin ich überfordert. Herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Ja, das ist so richtig krass für mich. Normalerweise bin ich ja eher so der TikTok-Short-Creator und mache so diese ganzen Aesthetic Organizing, ASMR-Videos und so. Und jetzt wollte ich wirklich was Neues probieren und sitze vor der Kamera und denke mir so, Alter, was machst du jetzt eigentlich? Es ist so eine Überwindung für mich, jetzt hier zu stehen, weil ich normalerweise wirklich nicht die Person bin, die jetzt so richtig gut frei sprechen kann. Und deswegen ist es so eine kleine Challenge für mich, hier zu sitzen und über ein Thema zu sprechen, was etwas sehr Emotionales von mir ist. Und zwar wird es heute darum gehen, welche Hautpflege mir geholfen hat, meine Akne quasi in den Griff zu bekommen. Vorab möchte ich dazu sagen, dass Hautpflege nicht alleine die Akne wegmachen kann. Also falls ihr jetzt schaut und dachtet, oh mein Gott, sie zeigt uns jetzt irgendwelche krassen Hautpflegeprodukte, die die Akne jetzt sofort wegmachen. Hätte ich auch gerne gehabt, aber leider funktioniert das nicht so. Warum ich mich entschieden habe, für mein allererstes Video über Akne und Hautunreinheiten zu sprechen, ist, weil ich finde, dass heutzutage sehr, sehr viele Menschen sich dadurch extrem unwohl fühlen und es einfach einer meiner größten Insecurities ist. Und deswegen wollte ich mich trauen, endlich mich mit den Menschen zu verbinden, die genau darunter leiden oder andere Hautprobleme haben. Und ja, hoffentlich klappt's. Ich habe mir so ein paar Hautpflegeprodukte rausgesucht, die ich wirklich mochte. Hauptsächlich ist es koreanische Hautpflege. Ich finde einfach, dass koreanische Hautpflege viel, viel besser an meiner Haut wirkt. Deswegen werde ich hauptsächlich nur koreanische Pflege zeigen. Ich fange mal mit der Reinigung an. Ich benutze dieses Öl schon seit richtig, richtig langer Zeit. Und zwar ist das ein Cleansing Oil, also ein Reinigungsöl von Beauty of Joseon. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen richtig ausspreche. Das ist einfach so jetzt mein Gefühl. Wie ihr seht, ich habe den fast aufgebraucht und ich benutze den seit bestimmt einem halben Jahr. Und der ist so ergiebig, das sage ich euch. Und ich liebe den. Also wenn ihr wirklich oft Make-up trägt, jeden Tag Make-up trägt, dann müsst ihr, schreibt es euch auf die Stirn, ihr müsst auf jeden Fall euch richtig abschminken, bevor ihr schlafen geht. Der zweite Step ist ein wasserbasierter Reiniger. Und zwar mag ich diesen Reinigungsschaum von Yepoda sehr gerne. Und der ist halt mit Salicylsäure. Danach ist meine Haut wirklich babyweich gewesen. Den habe ich auch schon fast aufgebraucht. Ihr seht einfach, manche Produkte mag man einfach extrem und kauft man sich einfach doppelt nach, aber ein paar vielleicht nicht so. Nee. Fangen wir auch mit meinem Favorite Toner an. Und wie ihr seht, der ist auch fast komplett leer. Und zwar ist es der von Dr. Althea. Der ist auch so geil. Also wirklich, meine ganze Haut ist so weich und mit Feuchtigkeit versorgt. Und der ist wirklich sehr neutral. Also falls ihr wirklich sehr anspruchsvolle Haut habt, die sehr reizvoll ist, dann ist der wirklich auch mega gut. Der riecht auch wirklich ganz leicht und der beruhigt wirklich die Haut sehr. Ich hatte auch extrem entzündliche Akne, deswegen der ist auch wirklich mega gut. Nach dem Toner benutze ich diese Essenz. Den kennt ihr alle bestimmt von TikTok, von Social Media und so weiter. Aber ich liebe den. Egal welchen Hauttyp ihr habt eigentlich, der ist geil. Wirklich, der ist mega geil. Und wenn ihr Akne habt, dann kennt ihr es wahrscheinlich auch, dass ihr vom Hautarzt irgendwelche Produkte oder Cremes verschrieben bekommen habt, die die Haut auch peelen sollen. Und das ist auch wirklich, damit die Haut Feuchtigkeit behält und dann ist die Haut wirklich bouncy as hell. Ihr müsst auch nicht so viel von den Produkten benutzen, weil ich richtig auch auf TikTok gesehen habe, wie die sich irgendwie 1000 Pumps auf die Hand geschmiert haben. Es ist dann zwar so richtig geil slimy, aber die Haut braucht ja gar nicht so viel. Macht's wie ihr wollt, es ist nur meine Meinung. Dann habe ich hier 3 Serien. Den kennt ihr bestimmt auch, diesen Dark Spot Correcting Glow Serum von A6Y. Ich kann die Namen nicht aussprechen. Und die ist halt auch so gegen diese ganzen Pickelmale und so, die nach den entzündlichen Pickeln, die unter der Haut sitzen. Ich fand das Produkt cool, aber es hat mir nicht so krass geholfen gegen meine Pickelmale. Deswegen dieses Vitamin C Boosting Serum von Dr. Althea, kann es euch wirklich ans Herz legen. Ist auch nicht gesponsert oder sonst irgendwas, aber glaubt mir, Vitamin C ist wirklich ein Hammerprodukt für Pickelmale, für Falten,
für alles gefühlt. Vitamine halt, ne? Also ich habe auch sehr oft gelesen, dass es Menschen stört, dass es so einen intensiveren Geruch hat. Aber ich finde, es riecht einfach richtig fruchtig nach Sommer. Es erinnert mich an so einen Vitaminsirup, was man damals als Kind bekommen hat. Es war in so einer Dreiecksflasche. Ich blende es hier irgendwo ein. Es riecht 1:1 wie nach diesem Vitaminsirup, was man als Kind bekommen hat. Hier habe ich jetzt noch ein weiteres Niacinamid- und Peptidserum von Maldream. Und ganz ehrlich, ich finde es auch total super. Es hat nicht so eine flüssige Konsistenz wie beispielsweise das The Ordinary Niacinamid Serum. Das ist ja wirklich komplett Wasser. Man kann es ein bisschen vergleichen wie das hier. Also die Konsistenz so ähnlich wie das hier. Aber nicht allzu schleimig, würde ich sagen. Und das verleiht meiner Haut wirklich auch komplett Feuchtigkeit. Und wie man vielleicht merkt, mir war Feuchtigkeit in meiner Hautpflege total wichtig, damit meine Haut trotzdem nicht austrocknet, meine Pickel nicht sich entzünden und so weiter. Deswegen, ja, könnte ich das auch empfehlen. Ich weiß nicht genau, ob man das bei YesStyle kaufen kann, weil alles andere kann man auf jeden Fall bei YesStyle kaufen. Ich habe auch einen kleinen Code für euch, falls ihr gerne bei YesStyle kauft. Es gibt ja 2 Codes bei YesStyle, und zwar so einmal den Hauptcode und einmal so den zweiten Code für so extra Rabatt. Und mein extra Rabatt lautet LiluBeauty01 und damit könnt ihr auch noch extra Rabatt sparen. Also gerne meinen Code benutzen. Ich werde das euch nochmal in der Infobox verlinken, also könnt ihr nochmal da reinschauen. Danach kommen wir zu so einem Peeling. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, das ist auch sehr famous. Und zwar ist es dieses The Ordinary AHA 30% und BHA 2% Peeling. Ich habe auch sehr viel Kritik dazu gelesen und gehört, überall auf Social Media, dass es zu hart für die Haut ist und dass man wirklich so Verbrennungen bekommen kann dadurch. Ja, einerseits schon, wenn ihr sehr sensible Haut habt, würde ich es euch nicht empfehlen, aber wenn ihr wirklich nicht so sensible Haut habt, wie ich zum Beispiel, kann man es wirklich ganz gut benutzen. Ich habe es immer so alle 2 Wochen benutzt, damit wirklich meine oberste Hautschicht gereinigt werden, damit sich halt wirklich nichts so anlagert. Und ja, dazu ist es ganz gut. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere, aber ich fand das gut für meinen Hauttypen und ich fand es wirklich nice. Wer hätte es gedacht? Eine weitere Creme von Dr. Althea. Und ich verspreche euch, das ist keine Kooperation, das ist keine Werbung, das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung. Und zwar ist es die Intensive Repair Cream und die werben auch dafür, dass die wirklich sehr gut für Akne und so genutzt werden kann. Diese Pflege reizt überhaupt nicht und setzt so einen schönen Film auf eure Haut ab. Ich brauche wirklich nichts dazu sagen. Also dieses Produkt ist wirklich ein Highlight für mich. Zu guter Letzt habe ich auch noch so ein Miracle Spot Treatment von Some By Me. Ich kann noch nicht ganz viel dazu sagen, weil ich es nicht so lange benutze. Seit vielleicht ungefähr 2-3 Wochen benutze ich das. Es hilft nicht gegen dicke Pusteln unter der Haut und Entzündungen, sondern mehr so gegen diese ganzen Pickelmale und so weiter, die ich jetzt mittlerweile habe. Vielleicht diejenigen, die jetzt nicht unter so krasser Akne und so leiden, würde ich es empfehlen, aber ich glaube nicht, dass es so krass hilft, dass die ganzen Pickel über Nacht verschwinden. Ich leide seit ich circa 11 bin unter Akne. Ich bin jetzt 20 geworden und langsam funktioniert es halt wirklich nicht mehr. Es ging schon so in die Richtung Selbstzweifel, Depression und so weiter. Und ich hatte wirklich keine Lust mehr in den Spiegel zu gucken, mich richtig fertig zu machen. Ich habe schon jede Hautunreinheit gesehen, die man überhaupt sehen kann. Ich weiß, Menschen achten vielleicht nicht so auf die anderen Menschen und was sie im Gesicht haben oder sonst irgendwas. Aber man kennt es halt, dass man selber extrem Kritik auf sich zieht. Und deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, eine Therapie zu machen. Und zwar die Akne-Normin-Therapie, weil ich einfach keinen Ausweg mehr gesehen habe. Und mein Hautarzt mir das auch wirklich empfohlen hat, weil keine einzige Creme, keine andere Tablette mir geholfen hat. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese Therapie zu machen, die auch ein halbes Jahr geht. Ich bin jetzt, glaube ich, in der 2. oder 3. Woche und ich sehe auf jeden Fall schon Erfolge und ich bin wirklich extrem glücklich. Also, ja, falls ihr vielleicht mehr Fragen dazu habt zu der Akne-Normin-Tablette, zu der ganzen Therapie, wie meine Erfahrungen sind, könnt ihr mir das gerne auf Insta schreiben, in den Kommentaren, damit ich wirklich alles Bescheid weiß. Ich werde mir auch wirklich Zeit nehmen dafür, aber nur falls sich Menschen dafür interessieren. Ich
würde gerne Menschen helfen, anderen Personen, die sich nicht so wohlfühlen in ihrer Haut und ja, vielleicht auch Angst haben, die Therapie anzufangen. Ich hatte auch wirklich Angst, Therapie anzufangen, weil ich die Pille nehmen muss. Und das wollte ich absolut nicht. Aber es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, diese Therapie angefangen zu haben. Ich hoffe, es konnte euch auch ein bisschen so einen Eindruck geben über mich, meine Persönlichkeit, über alles andere. Ich hoffe, dass ich auch wirklich dann im Endeffekt mehr Zeit habe, weitere Videos zu drehen. Ich habe richtig Bock, Vlogs zu machen, über so Beauty zu reden, Fashion und so weiter. Deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir so ein kleines Feedback gibt. Ja, es freut mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!